Was üben Sie gerade? Repetitionen. Ich schaue mal zuerst mal, wie das Instrument repetiert, wie ich repetiere, aber in dem Stück zum Beispiel, das was da vorkommt, es ist nicht, das Repetieren an sich ist nicht einmal so schlimm, aber die Position, dass man da, die Melodik ist da, ja, und die Repetition ist nur eine zweitrangige Sache von der Musik her. Aber wegen der Position muss man sich fast diese schlimme Streckerei von den Fingern, also die Position muss man irgendwie hinkriegen und pianissimo und schön spielen. Und das ist ganz schlimm. Können Sie uns mal ein Stück davon vorspielen? Die schlimmen Momente sind da. Von hier bis... Und dann ist es schon vorbei. Wie lang ist das Stück ungefähr? Das ganze Stück dauert etwa 4 Minuten, würde ich sagen. Aber das ist nur eine Stelle. Die Stelle dauert etwa 7, 8 Sekunden. Ja. Und dann ist das... Das ist wieder was anderes. Was ist da das Problem? Das Springen. Da ist... Also wenn das ginge, aber... Und das auch noch pianissimo, sagt er. Der Herr Debussy will immer alles so leise und leicht und flüchtig und fliegend haben, habe ich das Gefühl. Und das ist schwer. Aber das ist eine von diesen technischen Schwierigkeiten. Es lässt sich sehr schwer sagen, was der Debussy wirklich will von den Etüden. Weil geht es um die mechanische Ausbildung der Finger? Nein, er hat die Voraussetzung, er verlangt die Voraussetzung, dass der Mensch schon Klavier spielen kann. Weil, also wenn jemand wirklich Klavierübungen machen würde, da würde dass die Finger sich trennen oder so. Das sind die Pischners und die Hanons und wie die alle heilen. Alle von diesen grässlichen Sachen, nicht? Das ist es gar nicht. Also er verlangt von einem, dass man zum Beispiel diese Chromatik und das alles spielen kann. Zum Beispiel, wenn er sagt, chromatische Etüde, dann ist das nicht einmal eine Übung von der Chromatik, sondern, ich würde immer sagen, von Flexibilität, Stabilität. Das sind Gruppen davon, aber manchmal ist es... Aber zum Beispiel da. Das ist eine der schlechtest liegenden Passagen in den ganzen Etüden, dass es pianissimo sein muss. Ich habe meinen Fingersatz so herumgedreht, also einmal habe ich das 5, 4, 3, 2 und so dann rüber. Das ist eine Möglichkeit. Oder, das schaut akrobatisch aus, aber wenigstens ist man dann in einer besseren Position, das zu spielen. Aber während man da steckt, da muss man das zum A springen, das ist nur ein Gong, das ist nur bum, bum, bum. Und da ist eine melodische Linie. So muss man da etwas rausbringen, etwas singen. Und da spielt man dann. Das ist schrecklich. Kann sowas eigentlich im Konzert immer gelingen? Nein. Nicht? Man hofft es. Wenn man einen herrlich schönen Flügel hat, der alles macht und wer alles mitmacht und wenn man sich selbst in einer Hochform befindet, dann eventuell. Also es ist mir ein paar Mal gelungen, absolut gelungen, die Stelle.
Und man übt und versucht und man kommt zu einem anderen Flügel und passiert. Also schon wieder, man muss von vornherein wieder anfangen. Hatte Debussy dafür ein anderes Instrument? Leichter. Viel leichter. Besonders ist nämlich das Problem von Konzertflügeln von heute ist riesig. Wir spielen auf so langen, großen Instrumente, die aus Notwendigkeit schwerer geworden sind. In größeren Sälen, es muss lauter sein, es ist alles sehr viel schwerer. Und die Tastatur, also von Debussys Zeit ist nicht einmal so ein Unterschied, aber zum Beispiel von Chopin, von seiner Zeit ist schon ein riesen Unterschied. Also Chopinsche Instrumente, also die Eras und Pleyels, die er gehabt hat, und die waren so seicht und die gingen so leicht. Ich habe drauf gespielt, es ist herrlich schön, die Etüden drauf zu spielen. Aber zum Beispiel dieser ist wahrscheinlich fast doppelt so schwer wie das Instrument, das Debussy selber drauf gespielt hat. Für wen hat denn Debussy diese Musik geschrieben? Für sich selbst? War er Pianist? Er war selber Pianist, hat enorm gut gespielt. Das merkt man als Pianist, wenn man die Stücke spielt, ob ein Komponist wirklich selber hat spielen können oder nicht. Weil der Debussy weiß die Möglichkeiten des Instruments so gut. Weil zum Beispiel, also das Pedal, das er so geschickt benutzt, Mischfarben, das kann man nur, wenn man selber das alles mal wenigstens ausprobiert haben. Können Sie uns mal ein Beispiel geben? Zum Beispiel, dass man zum Beispiel... dass er weiß, dass man da, dass das noch spielbar ist. Es ist kaum sehr, also das kann man nur sehen, wenn man selber Klavier spielt. Und wenn man selber die Stelle mal gespielt hat, dann weiß man, wie schrecklich das ist. Was ist daran so kompliziert? Man muss den 5. Finger halten und das so zu spielen ist zu schwer. Also klanglich wird es zu schwer, finde ich. So springe ich, mache ich das mit dem Daumen. Dass das noch leicht und spielbar ist, muss einer gewusst haben. Also der wusste, das ist knapp wirklich eine Sache von spielen können oder nicht spielen können. Wenn er selber nicht gespielt hätte, da hätte ich gesagt, mein Gott, also der Mensch weiß ja gar nicht, dass man Klavier spielt. Aber das ist noch machbar, zum Beispiel. Machen Sie es nochmal. Ja? Mhm. Gibt es noch größere technische Probleme als das? Also zum Beispiel der grässliche Sprung, also das ganze Stück geht so. Ja, komm mal ein bisschen man kann entweder schielt man so, also nur so kann man diese Lage sehen. Nicht? Und man versucht alles Mögliche, dass man die rechte Hand, das ja eher näher ist, dass man dann vom 5. Finger zum Daumen springt oder so etwas. Beim Konzert hilft alles nicht. Also da muss man also einfach irgendwie das ganze Stück geht so weiter. Und am Ende, das schaut gar nicht schwer aus, aber von dieser Position auf da zurückzukehren ist. Das geht wirklich, ich würde sagen, 30% der Zeit geht das schief. Er verlangt Flexibilität von hier und da oben. Und man muss ständig, also er ändert ja seine Tempi auch. Und da muss man ganz geschwind, zum Beispiel, wenn man in dem Stück ganz... Das ist mal so flüchtig, wunderbar, nicht? Und dann plötzlich aus nichtem. Plötzlich passiert etwas, so dass man überhaupt nicht erwartet. Und das darf man als Spieler auch nicht erwartet haben. Von einer Spielweise, wenn das ganze Stück in einer Spielweise geht, dann kann man sich daran gewöhnen und man kann in Ruhe zum Beispiel... Das ist nur eine Sache von runterspielen und man weiß, dass die Passagen alle eben, was man die erste Note erwischen muss. Aber danach ist...
Die Position ändert sich überhaupt nicht. Ah. Einmal, wenn man das mal hat, dann geht es automatisch irgendwie. Bei Debussy ist nichts automatisch. Jetzt spielten Sie gerade ein Stück von Czerny. Das ist Czerny, den meisten Klavierschülern ja, ja. aus mühevoller, leidvoller Erfahrung bekannt. Ja, ich auch. Konzertbesucher kennen auch noch Übungen, Etüden von Chopin und von Liszt. Ja, freilich, ja. Was macht Debussy denn dem gegenüber anders? Zum Beispiel, ich finde, dass Chopin doch sehr viele Ausdauerübungen geschrieben hat und das rein pianistische Problem von zum Beispiel von den Terzen. Wie hört sich die vergleichbare Stelle bei Debussy an? Und zwar, also diese... Er geht... Eine andere Klangwelt. Es ist nicht nur eine andere Klangwelt. Er will von Haus aus gar nicht eine Etüde für Ausdauer schreiben. Wofür will er schreiben? Für den Kopf. Also zuerst, glaube ich, hat er als Komponist geschrieben. Und zwar die Idee von den sogenannten pianistischen Problemen,